Manchmal scheint es, als würden die schrecklichsten Geschichten irgendwo weit weg passieren. In Filmen, in den Nachrichten, bei anderen Menschen. Aber was, wenn sich der Albtraum leise in eine gemütliche Kleinstadt einschleicht, in der sich alle kennen und niemand mit Unglück rechnet? Catherine Ann Blavitt, bekannt als Katie, war eine ganz normale junge Frau. Gütig, verträumt, tierlieb. Sie arbeitete, schmiedete Pläne, und dann tauchte er in ihrem Leben auf. Ein Mann, der wie der perfekte Partner wirkte. Stark, selbstbewusst. Ein Soldat. Nur wusste damals niemand, welche Dunkelheit er in sich trug. Was als Romanze begann, endete mit einem Verschwinden, das alle erschütterte. Und dann der schreckliche Fund. Ein verlassenes Haus. Eine Leiche unter einem Haufen Bretter, zahlreiche Stichwunden, tausende Fragen, aber kaum Antworten. Nur das Gefühl, dass das Böse die ganze Zeit in der Nähe war. Und das war erst der Anfang. Catherine Ann Blavitt, bekannt als Katie, wuchs in der Kleinstadt Simpsonville in South Carolina auf. Ihre Eltern waren Patricia Piver und Richard Boyder. Ihr Stiefvater war Daniel Piver. Die Familie hatte 7 Kinder. 5 Schwestern namens Brandy, Taylor, Jennifer, Danielle und Brittany sowie 2 Brüder, John und Brandon. Katie zeichnete sich stets durch ihre Freundlichkeit und ihre aufrichtige Lebensfreude aus. Sie liebte Tiere und ihre Mutter sagte, Katie könne sich sogar mit einer Heuschrecke anfreunden. Im Jahr 2015, als sie 21 Jahre alt wurde, begann sie im Imbiss Firehouse Subs zu arbeiten, während sie gleichzeitig am Greenville Technical College studierte. Sie war sich zwar noch nicht sicher, in welche Richtung sie sich entwickeln wollte, wusste aber immer, dass ihre Zukunft mit Tieren zu tun haben sollte. Während ihrer Arbeit im Imbiss lernte sie einen 28-jährigen Mann namens John Blavitt kennen. Er war Stammkunde, da er in der Nähe in einem Rekrutierungszentrum der Armee arbeitete. John versuchte immer wieder mit Katie ins Gespräch zu kommen und zwischen ihnen entstand schnell gegenseitige Sympathie. Katies Familie hatte Verbindungen zum Militär. Ihr Großvater hatte in den Streitkräften gedient und auch einige ihrer Onkel waren Soldaten. Möglicherweise hatte dies ihr Interesse an John beeinflusst. Zusammen mit Katie arbeitete ihre Nichte Shay in der Imbissstube. Obwohl sie offiziell Katies Nichte war, betrug der Altersunterschied zwischen ihnen nur 4 Jahre und sie glichen eher Schwestern. Sie verband eine besondere Nähe und sie bezeichneten sich gegenseitig als Seelenverwandte. Shay bemerkte sofort, dass sich zwischen Katie und John eine Anziehungskraft entwickelte. Sie war der Meinung, dass Johns militärische Erfahrung ihn zu einem anständigen und selbstlosen Menschen machte, der Respekt verdiente. Doch bald stellte sich heraus, dass John verheiratet war und eine Tochter hatte. Er versicherte Katie, dass er bald die Scheidung einreichen würde, da seine Beziehung zu seiner Frau schon lange in einer Sackgasse stecke. Katie ließ sich davon nicht abhalten und begann sich mit ihm zu treffen. Zunächst erzählte sie niemandem von ihrer Affäre, doch mit der Zeit bemerkten ihre Angehörigen, dass sich die Beziehung zu John schnell entwickelte. Katie gab zu, dass sie ihn liebte und glücklich war. Ihre Familie bemerkte, dass sie wirklich von ihm eingenommen war. Doch nach und nach kamen bei ihnen Zweifel auf. Katie war sich bewusst, dass es vielleicht besser wäre, etwas auf die Bremse zu treten und auf Johns offizielle Scheidung zu warten, doch ihre Gefühle für ihn waren zu stark. In dieser Zeit fasste sie den Entschluss, den militärischen Weg einzuschlagen und bewarb sich für den Dienst in der Armee. Aufgrund ihrer Beziehung konnte John nicht ihr offizieller Rekrutierer werden, weshalb sie sich an einen anderen Spezialisten wenden musste. Letztendlich wurde sie angenommen und begab sich bald darauf zur Grundausbildung. Während ihres Dienstes fand John Wege, heimlich auf die Basis zu gelangen, um sie zu sehen. Allerdings blieb sie dort nicht lange. Es stellte sich heraus, dass Katie an Skoliose litt, die starke Schmerzen verursachte und sie daran hinderte, intensive körperliche Belastungen zu bewältigen. Zuvor hatte ihr diese Erkrankung keine ernsthaften Probleme bereitet, doch der Militäralltag verschlimmerte die Situation. Bald war sie gezwungen, die Ausbildung abzubrechen und nach Simpsonville zurückzukehren. In der Zwischenzeit hatte John endlich die Scheidung vollzogen. Und 7 Monate nach Beginn ihrer Beziehung beschlossen sie, zusammenzuziehen. Anfangs erschien er vielen als ein sympathischer und anständiger Mensch
Doch Katys Mutter hatte von Anfang an kein Vertrauen zu ihm. Sie wusste genau, wie sich Soldaten normalerweise verhalten. In ihren Manieren war eine gewisse Höflichkeit und Zurückhaltung zu spüren. Bei John bemerkte sie diese Eigenschaften jedoch nicht, und irgendetwas an ihm weckte in ihr Unbehagen. Shay erinnerte sich daran, dass sie und Katy seit ihrer Kindheit von zukünftigen Hochzeiten geträumt hatten, dies gemeinsam durchleben wollten und sich gegenseitig die Brautjungfern sein wollten. Doch im Dezember 2015 schrieb Katy ihrer Mutter völlig unerwartet, dass sie und John heimlich geheiratet hätten, ohne Feier und ohne geladene Gäste. Das war ein Schock für die ganze Familie. Niemand verstand, warum sie diesen Schritt gewagt hatte, ohne es vorher jemandem mitzuteilen. Für ihre Mutter war diese Nachricht besonders unangenehm, denn sie traute John nicht, konnte die Situation aber nicht mehr beeinflussen. Nach der Hochzeit zogen sie in ein Haus mit 4 Schlafzimmern und planten, 1 oder 2 Zimmer zu vermieten, um die Kosten zu senken. Katy bot Shay an, bei ihnen einzuziehen, und diese willigte ein. Ein Zimmer war für Johns Tochter vorgesehen, wenn sie zu Besuch kam, und ein weiteres wurde zum Spielzimmer umgestaltet. Shay, die bei ihnen lebte, sah die Beziehung zwischen Katy und John aus nächster Nähe und bemerkte nicht wenige beunruhigende Momente. John veranstaltete oft Partys bei sich zu Hause. Als Rekrutierer für die Armee besuchte er Schulen auf der Suche nach Absolventen, die man für den Dienst gewinnen könnte, und lernte so Jugendliche kennen. Einige lud er zu seinen Partys ein, wo er sie mit Alkohol und möglicherweise illegalen Substanzen versorgte. Das beunruhigte Katy sehr. Sie bat ihn mehrmals, damit aufzuhören, und wies darauf hin, dass solche Handlungen illegal seien. Aber John wies ihre Bedenken zurück und erklärte, er werde tun, was er wolle, und sie solle sich besser nicht einmischen. Alles änderte sich, als die Eltern einer der Schülerinnen, der 17-jährigen Hannah, erfuhren, dass sie diese Partys besuchte und dort illegale Substanzen probiert hatte. Sie meldeten dies der Schule, und bereits im Februar 2016 leitete die Schulleitung die Informationen an die Polizei weiter. Während einer der Partys fuhren Polizeibeamte vor dem Haus vor. Einer von ihnen klopfte an die Tür, doch John schloss sich im Haus ein. Er befahl allen, still zu sein und niemandem die Tür zu öffnen. Er erklärte, die Polizei habe kein Recht, das Haus zu betreten. In der Zwischenzeit trafen weitere Polizeibeamte ein. Sie umstellten das Gebäude und suchten nach einem Zugang. Die Situation entwickelte sich zu einer 8-stündigen Belagerung. Die Polizei brauchte mehrere Stunden, um einen Durchsuchungsbefehl für das Haus zu erhalten. Als sie endlich eintreten konnten, wurde klar, dass John tatsächlich Minderjährigen Alkohol gegeben hatte. Er wurde sofort festgenommen und wegen Verleitung von Jugendlichen zu rechtswidrigen Handlungen angeklagt. Shay hatte schon lange bemerkt, dass die Beziehung zwischen Katy und John angespannt war. Sie stritten sich oft, und wenn John trank, geriet seine Jähzornigkeit außer Kontrolle. Einmal entbrannte der Streit direkt im Hof des Hauses. Sie schrien sich gegenseitig an, und der Streit wurde immer heftiger. Shay musste eingreifen, weil einer der Nachbarn bereits im Begriff war, die Polizei zu rufen. Während John in der Arrestzelle saß, beschlossen die Polizeibeamten, Katy zu befragen, um herauszufinden, was in ihrem Haus vorgefallen war. Dabei erzählte sie, dass John sich aggressiv verhalten und ihr sogar gedroht habe. Im Januar 2016, einen Monat vor dem Vorfall auf der Party, hatten sie einen heftigen Streit. John verlangte, dass Katy ihm eine Nachricht auf ihrem Handy zeigte, doch sie weigerte sich. Daraufhin griff er nach einem Revolver vom Kaliber 357, richtete ihn auf ihren Kopf und drohte sie umzubringen, wenn sie seiner Forderung nicht nachkäme. Als Katy sich erneut weigerte, richtete er die Waffe auf sich selbst und drohte, sich das Leben zu nehmen. Als dies nicht funktionierte, ging er in ein anderes Zimmer und kehrte mit einer anderen Waffe zurück, wobei er erklärte, er werde alle vernichten, die sie kenne. Danach verließ er das Haus. Aus Angst beendete Katy die Beziehung und zog zurück zu ihren Eltern. Doch auch nach der Trennung übte John weiterhin Druck auf sie aus. Als sie bei der Polizei aussagte, hatte sie genau den Revolver bei sich, den sie den Beamten übergab. Gleichzeitig erstattete sie Anzeige wegen gewalttätigen Verhaltens seitens Johns. Während John zunächst in Haft blieb, beschloss Katy, wieder in das Haus einzuziehen, das sie zuvor gemeinsam bewohnt hatten. Sie war der Meinung, dass es auch ihr Zuhause sei und hatte nicht vor, es nur wegen John aufzugeben, zumal er zu diesem Zeitpunkt in Haft war.
Doch schon bald wurde er gegen Kaution freigelassen. Nach seiner Rückkehr versuchte John, ins Haus zu gelangen, doch Katie hatte die Schlösser ausgetauscht und ließ ihn nicht herein. Daraufhin versuchte er, durch das Fenster einzusteigen, aber offenbar ohne Erfolg. Letztendlich musste Katie dennoch ausziehen. Es war ihr nicht möglich, die Miete alleine zu bezahlen. 8 Monate vergingen, doch Katie reichte die Scheidung immer noch nicht ein. Obwohl sie nicht zusammenlebten, hielten sie von Zeit zu Zeit Kontakt und trafen sich sogar. Zu diesem Zeitpunkt erfuhr Katie, dass John bereits eine neue Freundin hatte. Es handelte sich um die 17-jährige Hannah, genau diejenige, deren Eltern zuvor die Polizei über die Partys in Johns Haus informiert hatten. Shay erinnerte sich, dass Hannah buchstäblich von ihrem neuen Liebhaber besessen war. Sie hatte sich von ihrer Familie und ihren Freunden zurückgezogen und sich ganz dieser Beziehung verschrieben. Johns Beziehung zu der Minderjährigen wirkte äußerst fragwürdig. Für sie mag das wie etwas Besonderes gewirkt haben. Die Aufmerksamkeit eines erwachsenen Mannes schmeichelte ihr vielleicht und schuf die Illusion von Bedeutung. In Wirklichkeit nutzte er jedoch nur ihre Vertrauensseligkeit und Naivität aus. Während John sich in seiner neuen Beziehung verlor, versuchte Katie, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Im Oktober 2016 fand sie eine Stelle bei PetSmart, knüpfte neue Kontakte und distanzierte sich immer mehr von ihrer Vergangenheit. Unter ihren neuen Kollegen fand sie einen Freund, zu dem sie eine freundschaftliche Beziehung ohne romantischen Hintergrund pflegte. An einem Herbstabend beschlossen Katie und ihr Freund Sharon Shane, in alten Zeiten zu schwelgen. Als Kinder kannten sie ein verlassenes Haus, in dem sie sich einst versteckt und Zeit verbracht hatten, und beschlossen, noch einmal dorthin zu fahren, einfach um sich zu entspannen. Am 24. Oktober 2016 gegen 15 Uhr beendete Katie ihre Schicht bei PetSmart. Kurz darauf rief Shay sie an und schlug vor, sich zum Abendessen zu treffen. Doch in Katies Stimme lag etwas Seltsames. Sie war sichtlich nicht in der Stimmung. Katie sagte Shay, dass sie eine kleine Spritztour mit dem Auto machen wolle und sich vielleicht später zu ihr gesellen würde. Doch die Stunden vergingen und sie meldete sich nicht. Die Familie begann, sie die ganze Nacht über anzurufen und ihr Nachrichten zu schreiben. Doch es kam keine Antwort. Katie kam nicht nach Hause. Shay beschloss, John und Hannah zu kontaktieren, doch beide behaupteten, sie hätten Katie an diesem Abend weder gesehen noch von ihr gehört. Am nächsten Morgen ging Katies Mutter Patricia zur Polizei, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Shay dachte zunächst, die Mutter mache sich zu viele Sorgen und übertreibe die Situation. Doch als noch mehr Zeit verging, ohne dass sich etwas änderte, begann die Familie auf eigene Faust mit der Suche. John hielt den Kontakt zu Shay aufrecht und zeigte sich besorgt über Katies Verschwinden. Er bot ihr sogar an, sein Auto zu nehmen, um die Suche fortzusetzen. Doch als sie ankam, stellte sich heraus, dass ein Reifen platt war. Schließlich blieben alle bei John zu Hause und warteten. Jemand erinnerte sich daran, dass sie Zugriff auf die Standortdaten von Katies Handy hatten. Mit Hilfe eines Ortungsdienstes sahen sie, dass sich das Handy in der Nähe eines verlassenen Hauses befand, wo sich die Gruppe früher oft getroffen hatte. Als sie dorthin gingen, stellten sie fest, dass das Signal aus einem benachbarten Wohnhaus kam. Shay und John gingen dorthin und sprachen mit dem Hausbesitzer, doch dieser sagte, er wisse nichts von Katie. Zurück bei John warteten sie weiter. Während sie im Haus waren, fingen sie an zu trinken und zu rauchen. Zu diesem Zeitpunkt waren John, Shay und ihr Freund dort. Von außen betrachtet mochte es seltsam erscheinen, dass Shay einfach bei John saß und sich entspannte, anstatt die Suche fortzusetzen. Sie war erst 17 oder 18 Jahre alt und sah die Situation anders. Trotz ihrer Besorgnis glaubte sie nicht, dass Katie wirklich etwas Ernstes zugestoßen war. Sie dachte, dass Katie vielleicht einfach nur unterwegs war, ihr Handy verloren hatte oder nicht bemerkt hatte, wie schnell die Zeit verging. Später am selben Abend rief eine Freundin von Shane sie an und fragte, wo sie sei. Das Gespräch war angespannt und Shane verspürte Unbehagen. Sie bat ihre Familie, sie bei John abzuholen und ließ ihren Freund dort zurück. Am nächsten Morgen kam die schreckliche Nachricht. Die Polizei rief Katies Familie an und teilte mit, dass Katies Leiche in der Nacht gefunden worden war. Einer der Bekannten, der an der Suche beteiligt war, machte sich nach seiner Schicht auf den Weg, um das verlassene Haus zu überprüfen, in das die Gruppe früher oft gegangen war.
Als er hineinging, sah er im Keller Katys Leiche, versteckt unter einem Haufen Bretter. Am Tatort war offensichtlich, dass ihr Tod kein Unfall war. Der Leichnam wies zahlreiche Stichwunden auf. Die Experten stellten fest, dass dies bereits am Montagabend geschehen war, kurz nachdem sie mit Shay über das Treffen zum Abendessen gesprochen hatte. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, um herauszufinden, wer an der Tat beteiligt gewesen sein könnte. Zunächst mussten jedoch Katys Angehörige offiziell benachrichtigt werden, da sie noch mit John verheiratet war. Er wurde als erster informiert. Johns Reaktion verblüffte die Ermittler. Er zeigte keine besonderen Emotionen, wirkte weder überrascht noch bestürzt. Anstatt nach dem Geschehenen zu fragen, begann er über Probleme in ihrer Ehe zu sprechen. Die Polizei verfügte nicht über ausreichende Beweise, um sofort jemanden im Zusammenhang mit dem Verbrechen festzunehmen. Im Laufe der Ermittlungen entdeckten sie jedoch Katys Auto, einen schwarzen Ford Focus aus dem Jahr 2011. Das Auto stand bei einer Autowaschanlage an der Whitehorse Road, nur wenige Kilometer von dem verlassenen Haus entfernt, in dem ihre Leiche gefunden wurde. Das Auto wurde zur Untersuchung beschlagnahmt, doch es gab keine Informationen darüber, was genau darin gefunden wurde. Die Ermittler prüften verschiedene Theorien, doch ihr Hauptaugenmerk lag auf John. Eine der Vermutungen lautete, dass der Grund dafür ein Gerichtsverfahren wegen gewalttätigen Verhaltens gewesen sein könnte, das in Kürze stattfinden sollte. Wäre er vom Gericht für schuldig befunden worden, hätte er nicht nur seine Freiheit, sondern auch seine Stellung in der Armee verlieren können. Möglicherweise traf er sich an jenem Tag mit Katy, in der Hoffnung, sie dazu zu überreden, die Anklage zurückzuziehen. Als sie sich jedoch weigerte, verlor er die Beherrschung. Die Polizei vermutete, dass John Katy angerufen, sie zu einem Treffen eingeladen, sie aus dem Viertel abgeholt, wo später ihr Auto gefunden wurde, und zu dem verlassenen Haus gefahren haben könnte, in dem sich alles ereignete. Es dauerte einige Wochen, bis die Ermittler genügend Beweise gesammelt hatten, um einen Haftbefehl zu erwirken. Den vorliegenden Informationen zufolge musste die Polizei auf die Ergebnisse der DNA-Untersuchung warten, doch als sie mit dem Haftbefehl eintrafen, war John bereits verschwunden. Er war in einem roten GMC aus dem Jahr 2000 davongefahren und mit ihm war auch die 17-jährige Hannah verschwunden. Damals war unklar, ob er sie gewaltsam mitgenommen hatte oder ob sie freiwillig mit ihm gegangen war. Die Bundesbehörden schalteten sich in die Suche ein. Es gab Hinweise auf ihre Spur in Alabama, Texas und Kalifornien. Es gelang jedoch nicht, sie festzunehmen. Hannahs Eltern waren in Panik. Sie fanden ihr Handy im Briefkasten, aber es war vollständig gelöscht. Alle Informationen waren gelöscht, einschließlich der Nachrichten. Sie wandten sich an die Medien, verbreiteten Fotos und Personenbeschreibungen ihrer Tochter in der Hoffnung, dass jemand sie erkennen könnte. Es dauerte 7 Wochen, bis Hannah Kontakt aufnahm. Sie rief ihre Mutter von einer Telefonzelle in Eugene, Oregon an und sagte, dass sie nach Hause zurückkehren wolle. Die Eltern kontaktierten sofort die Polizei und bald wurde sie in einem Haus in Eugene gefunden. John war nicht in ihrer Nähe. Nach ihrer Rückkehr nach South Carolina wurde Hannah befragt. Sie erzählte, dass sie während ihrer Flucht das ganze Land durchquert und auf Campingplätzen und in obdachlosen Unterkünften gelebt hätten. Wie es zu ihrer Trennung gekommen war, schilderte sie in 2 Versionen. In der einen sagte sie, sie sei eingeschlafen und am Morgen sei John einfach verschwunden. In der anderen behauptete sie, er sei auf die Toilette gegangen und nicht zurückgekommen. Nach ihrer Rückkehr half Hannah der Polizei, Katys persönliche Gegenstände, ihr Handy und ihre Handtasche zu finden. Sie waren in eben jenem verlassenen Haus versteckt. Obwohl die Ermittler die Gebäude bereits zuvor durchsucht hatten, konnten sie diese Gegenstände nicht finden. Es blieb die Frage, warum Shay ursprünglich das Handysignal von Katy in einem Haus in der Nähe gesehen hatte. Möglicherweise war das ein Trick von John. Er könnte sie absichtlich dorthin gelockt haben, um die Aufmerksamkeit abzulenken und den Eindruck zu erwecken, dass jemand anderes an dem Verschwinden beteiligt sei. Nach all dem versuchte Hannah, wieder in ihr normales Leben zurückzukehren und wieder mit ihren Freunden Kontakt aufzunehmen. Sie versuchte sogar, die Beziehung zu Shay wiederherzustellen, doch diese wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben. Die Ermittler hatten nicht genügend Beweise, um sofort Anklage zu erheben. Der Hauptverdächtige war jedoch offensichtlich: John. Nach seinem Verschwinden wurde klar, dass er versuchte, sich der Justiz zu entziehen.
Im März 2020 tauchte die Information auf, dass bereits 2016 ein gewisser Charles Scott Jr. wegen Beteiligung an dem Verbrechen und illegalem Waffenbesitz festgenommen worden war. Über ihn war lediglich bekannt, dass er ein ehemaliger Kollege von John war. Es gab jedoch praktisch keine Details zu seiner Verbindung zu diesem Fall. Die verfügbaren Quellen lieferten keine klaren Informationen, auf welcher Grundlage er festgenommen worden war. Viele Artikel zu diesem Thema enthielten entweder vage Informationen oder waren bereits gelöscht worden. Letztendlich schloss Charles einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ab und bekannte sich der Behinderung der Justiz schuldig. Im Gegenzug wurden schwerwiegendere Anklagepunkte gegen ihn fallen gelassen. Die Staatsanwaltschaft räumte ein, dass sie nicht über ausreichende Beweise verfügte. Um seine Beteiligung an der Straftat zu belegen, verhängte das Gericht eine Freiheitsstrafe, die er bereits in Untersuchungshaft verbüßt hatte. Die Strafe dürfte etwa 4 Jahre betragen haben. Im Juli 2022 wurde John dank erhaltener Hinweise in Oregon festgenommen. Katies Familie zeigte sich erleichtert, ihn in Haft zu sehen und wollte bis zur Urteilsverkündung Gerechtigkeit erlangen. In diesem Fall ist auch Johns ehemalige minderjährige Freundin involviert, die mittlerweile 25 Jahre alt ist. Gegen sie wurden Anklagen wegen Behinderung der Justiz und Beihilfe nach der Tat erhoben. Das Verfahren wird von Vertretern der Generalstaatsanwaltschaft von South Carolina geführt, da einer der Zeugen mit einem ehemaligen Mitarbeiter der örtlichen Staatsanwaltschaft in Verbindung steht. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.